Heute habe ich für euch zwei Züge vorbereitet. Wir starten in Dresden, fahren dann mit einem ICE-T nach Leipzig und von Leipzig nehmen wir den Intercity 2 Doppeldecker ganz bis nach Hannover. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade in Dresden und komme gerade aus meinem Hotel. Das war tatsächlich ein Intercity-Hotel. Und ja, jetzt möchte ich gerne mal nach Hause. Ich muss nämlich nach Hannover. Eigentlich wollte ich ja den Eurocity über Berlin nehmen, aber der fährt halt nicht über den Hauptbahnhof, sodass ich dann noch S-Bahn in Berlin fahren müsste. Und alternativ habe ich sogar eine noch spannendere Route gefunden. Wir fahren jetzt ICE-T nach Leipzig und von Leipzig aus fahren wir dann im Intercity 2, dem Doppeldecker. Und da freue ich mich schon sehr darauf, dass ich diese beiden Züge mal hintereinander filmen kann. Ja, los geht's! Und hier ist schon der Dresdner Bahnhof. So weit weg ist er vom Hotel. Eine Bahnschiene entfernt. Hier wird fleißig gebaut. Ich stehe jetzt genau vor dem Haupteingang und hier ist es so praktisch, hier hat man direkt Anschluss zur Tram. Und die Trams fahren die ganze Zeit und wenn man sich irgendwo verfahren hat, fährt man einfach wieder zurück. Wunderbar. In unserem Hotel war Gott sei Dank ein Nahverkehrsticket gleich inklusive. Besser geht's nicht. So sieht hier eine Tram aus. Ist schon schön hier. Und nun gehen wir rein. Wir wollen auf Gleis 3. Da geht's zu den Gleisen. Der Bahnhof Dresden ist ziemlich spannend. Wir haben einmal hier einen Kopfbahnhof. Von dort aus fahren hauptsächlich Regionalzüge. Wir wollen aber zu den Langstreckenzügen. Wenn ich mich recht erinnere, ist dort oben auch noch eine Deutsche Bahn Lounge. Die haben aber keine Premium Lounge. Nur die klassische. Und hier ist die Anzeigetafel. Wo ist denn unser Zug? Da ist er. 10:10 Uhr. Auf Gleis 3. Sehr schön. Die Fernverkehrsgleise finden wir gleich. 1 bis 4. Das Praktische ist, wenn man in der Lounge ist, kann man direkt aufs Gleis gehen. Da ist schon 3 und 4. Und hoch. Hier ist schon ein ICE angekommen und vermutlich ist das sogar unserer, weil der kommt sogar aus Leipzig. Hier steht er. Sieht sehr nach einem ICE-T aus. Da war gerade die zweite Klasse. Wir wollen aber heute erste Klasse fahren. Jetzt gehe ich mal nach ganz vorne und gucke mir mal die Lok an. So sieht übrigens der Bahnhof aus, wenn man hier oben bei den Fernverkehrsgleisen steht. Kann man alle Nahverkehrszüge sehen. Oh, hier ist wohl ein bisschen was kaputt gegangen. Es sind aber viele zweite Klasse Waggons. Aber hier müsste das Bordbistro sein. Ja, da ist es. Dann fängt die erste Klasse an. Haha, da steht's schon. Und schon bin ich am Kopf angekommen. Ja, der ist schön. Den mag ich gerne. Aber ich verwechsel ihn oft mit einem ICE 3, weil die sehen ja fast gleich aus. Aber das ist hier der ICE-T. Der ist langsam, der fährt nur 230 km/h, aber er hat Neigetechnik. Hingegen die ICE 3s, die fahren ja bis zu 330 km/h, aber halt nur in Frankreich. In Deutschland fährt man, glaube ich, maximal 300 km/h. Und hier ist noch ein schöner Doppeldecker, den ich auch noch nicht gesehen habe. Und hinein! In dem Zug kann man sogar
dem Fahrer über die Schulter schauen. Das ist eine Milchglasscheibe, die dann freigeschaltet wird. Manchmal hat er sie auf, manchmal nicht. Und so sieht es hier aus. Ein paar schöne Viererplätze. Ach, guckt mal, hier gibt es sogar so ein Mini-Abteil. Schauen wir mal, ob es reserviert ist. Nö, Bahnbonusstatus. Es könnte sein, dass wir vertrieben werden, aber wir gehen das Risiko ein, weil ich habe keine Sitzplatzreservierung mitgebucht. Und so sieht es hier aus. Hier ist nochmal so ein kleines Mini-Viererabteil. Cool. Sieht gut aus, aber wie ihr seht, alles reserviert. Verrückt. Auf dem Gang haben wir auch noch einen Platz, wie man das aus dem ICE kennt. 2+1 Konfiguration in der ersten Klasse. Und so sieht es von oben aus. Guckt mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Ich konnte meinen Koffer dort reinschieben. Sehr praktisch. Hier zeige ich euch nochmal meine ursprüngliche Route. Eigentlich sollte ich von Dresden mit dem Eurocity nach Berlin Hauptbahnhof fahren. Das geht aber nicht, weil der gar nicht am Hauptbahnhof hält. Da muss ich dann wieder zu einem anderen Berliner Bahnhof fahren und von dort aus dann die S-Bahn nehmen und nochmal 20 Minuten zum Hauptbahnhof fahren. Da habe ich keine Lust drauf. Da jetzt die Zugbindung aufgehoben ist, können wir jeden Zug nehmen, der irgendwie in Richtung Hannover fährt. Und jetzt nehmen wir die schöne Route von Dresden mit dem ICE nach Leipzig. In Leipzig essen wir dann Mittag und dann fahren wir mit dem Intercity 2 weiter nach Hannover. In diesem ICE gibt es noch eine gedruckte Speisekarte. In meiner letzten Fahrt gab es das nicht. Ach, das sieht ja sogar ganz spannend aus. Da kann man ja einiges lesen. Oh, geht schon gut los. Wir stehen noch im Bahnhof und wir haben jetzt schon 5 Minuten planmäßige Verspätung. Hier seht ihr nochmal den Überblick über unsere heutige Route. Wir sind ja gerade ganz weit im Osten in Dresden. Da seht ihr schon den Hauptbahnhof von Dresden. Und jetzt geht es weiter in Richtung Westen nach Leipzig. Das ist ein echt schöner Bahnhof und ihr seht, es ist ein Kopfbahnhof. Und die letzte Strecke geht dann nach Hannover, wie gewohnt zum Hauptbahnhof. Ich habe jetzt herausgefunden, in was für einem Zug wir denn genau sitzen. Es ist ein ICE-T, Baureihe 415. Und da habe ich ein Datenblatt gefunden. Sehr spannend. Hier sind noch mal ein paar mehr Informationen. Unser ICE heißt Altenbeke. Angeblich sollen wir in Leipzig pünktlich ankommen. Sind wir mal gespannt, weil wir stehen immer noch hier. Also wir sind jetzt mit 8 Minuten Verspätung gefahren und bisher habe ich Glück, wir wurden nicht weggeschickt, weil wir haben ja keine Sitzplatzreservierung und hier ist Bahnbonusplatz. Die ECE-Sitze sind sehr praktisch. Wir sehen, jeder Platz hat eine eigene Steckdose und man kann den Sitz noch ein bisschen weiter nach unten schieben. Ich sitze jetzt ganz hoch und jetzt geht's runter. Oh. Ah. Ja, das ist gemütlich. Sehr schön. Diese ICE-Sitze mag ich sehr gerne, die alten. Und nun kommen wir zur technischen Ausstattung. Da, Wi-Fi und ICE. Klick. Ah, geht schon gut. Los. Zack. Hey, wo ist es hin? Also das WLAN hat mich gerade aus dem ICE-Portal geworfen. Jetzt müssen wir im Browser ein neues Tab öffnen, um uns dann nochmal neu zu verbinden, beziehungsweise das Portal aufzurufen. Wi-Fi und ICE. Hier seht ihr, da habe ich schon mal drauf geklickt. Jetzt müssten wir wieder in unserem ICE sein. Ja, und wir sind drin. Sehr schön. Wie ihr seht, wir erreichen gerade unseren ersten Halt, Dresden-Neustadt. Ach, wird gar nicht angezeigt, aber wir halten hier. Ich bestelle hier immer gerne was über die Online-Karte. Mal gucken, ob die klappt. Ja. Ah, funktioniert nicht. Schade. Ich finde das immer super praktisch, dass man über das ICE-Portal direkt ein Getränk oder was zu essen bestellen kann. Aber hier funktioniert es nicht. Schade. Okay, Essen bestellen funktioniert nicht. Dann testen wir mal was anderes. Das wir einschicken.
Oh, wie nervig. Jetzt muss ich meine Buchungsnummer raussuchen. Also meine Buchungsnummer habe ich jetzt. Und meinen Nachnamen, den weiß ich auch noch. Und ein Mensch bin ich auch. Liebe Gäste, herzlich willkommen hier an Bord des ICE der Deutschen Bahn nach Frankfurt zum Hauptbahnhof. Ah, Über Leipzig okay. und Erfurt. Ich kann gar nicht Für einchecken. eine entspannte Fahrt hier Er ist halt auf den Eurocity gebucht. Naja, ich hab's versucht. Gerade kam die Durchsage, weswegen wir Verspätung haben. Ihr habt ja am Anfang gesehen, dass die Scheibe kaputt war. Die musste wohl nochmal nachgebessert werden. Also ist die Verspätung im Verhältnis für eine kaputte Scheibe doch sehr gering. Jetzt fahren wir und jetzt geht die Reise richtig los. Und hier seht ihr nochmal den Sitz im Detail. Schön weich. Auch schön weich. Und unser Tisch mit der großen Halbmondplatte. Dort hinten sehen wir die Weinberge. Weil wir waren ja in Dresden und sind dann zu einem Weinfest nach Meißen gefahren. Das war wunderschön. Ja, hier sieht man es noch besser. Schön grün und schöne kleine Berge. Richtig cool. Ich habe noch ein tolles Feature entdeckt. Eine Sonnenblende. Aber die lasse ich oben, weil es ist einfach schön, hier gerade rauszugucken. Unser ICE-Portal schreibt wechselhaftes Internet. Testen wir doch mal, wie gut unsere Verbindung bei unglaublichen 91 km/h ist. Und los geht's. Ja. Ich glaube, arbeiten ist hier durchaus schwierig. Ja, das ist durchaus unterdurchschnittlich. Es ist jetzt Montagvormittag, ungefähr 10:30 Uhr und hier im Zug sind einige Leute mit Laptop unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, wie die bei der langsamen Internetgeschwindigkeit ihre E-Mails runterladen sollen. Dort oben ist eine schöne Anzeigetafel. Die sieht nicht nur stylisch aus, sie gibt sogar auch noch ein paar Informationen. Am liebsten mag ich ja die Karte. Wo ist sie denn? Da. Strecke verfolgen. Klick. Ja, das gefällt mir am besten. Da, 120 km/h. Keine nennenswerte Geschwindigkeit. Also anscheinend ist gerade die Klimaanlage ausgefallen. Man hört kein Pusten mehr. Aber jetzt könnt ihr mal hören, wie leise der Zug ist. Man hört gar nichts. Okay, wir sind ja auch langsam, ne? Bin ich mal gespannt, was passiert mit der Klimaanlage. Ah, jetzt fährt sie wieder hoch. Ja, jetzt ist die Klimaanlage wieder an. Aber es ist dennoch sehr, sehr leise hier. Selbst die Leute, die hier sprechen, sprechen leise, aber das kommt einem lauter vor, als es eigentlich ist. Nun erreichen wir Riesa. Was steht denn da? Eine ÖBB-Lok. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Naja, dann seht ihr jetzt die rechte Seite. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und schon verlassen wir Riesa. Der nächste Halt ist dann schon Leipzig. Also Riesa besteht anscheinend nur aus Güterwagen. Wir fahren seit 3 Minuten an Güterwaggons vorbei. Hier ist es aber schön grün. Wir sind gefühlt mitten im Nichts. Ach, hier kommt mal eine kleine Ortschaft. Also mittlerweile bekommen wir ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Jetzt fahren wir 200 km/h. Und das Coole an dem Zug ist, wenn es zum Beispiel hier eine Kurve gäbe, dann neigt der sich, weil der ICT verfügt über Neigetechnik. Hier im Flur ist noch ein kleiner alter Bildschirm. Die ICET-Baureihe wurde ungefähr ab 1996 gebaut. Wahrscheinlich ist dieser Bildschirm noch aus der Zeit. Jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Sitzplatz und schaut mal, dieser Weg hier, der ist wirklich schön. Hier links ist die Toilette, da ist ein Erste-Klasse-Schild und es wackelt ganz schön. Und hier kann man noch ein paar Sachen hinlegen.
da hinten ist schon die erste Klasse. Sehr schön. Also in dem Zug ist auch die Klimaanlage top. Die war ja kurz aus, aber jetzt ist sie wieder an und ich kann hier ganz entspannt, ohne zu schwitzen und ohne zu frieren, im Poloshirt sitzen. Sehr gut. ICT, Hammer. Einfahrt in Leipzig. Wir sind perfekt pünktlich. Ich habe keine Ahnung, wie er die 10 Minuten Verspätung wieder reingeholt hat. Und los. Der Bahnhof ist da. Da ist noch ein anderer ICE. Da kommen die Kuppeln hinein. Bahnhof, Ausstiegsfahrrichtung links. Vielen Dank für die Reise im ICE der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. The guests we rest Leipzig leave the train on the right side. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Ja, der Bahnhof ist der Hit. Das sieht richtig cool aus. So, leider Zeit zum Aussteigen. Und hinaus. So sieht's hier aus. Schauen wir uns doch noch mal ein bisschen um. Das ist ein großer Kopfbahnhof oder Sackbahnhof. Wow, so viele Gleise. Glaubt man gar nicht. Da ist nochmal unser Zug. Ach, er wird gerade geputzt. Wie schön. Da. Kriegt noch eine Scheibenbehandlung. Das war eine sehr schöne Zugfahrt. Der Start wunderbar. Ja, wir sind perfekt pünktlich angekommen und ja, ICET ist einfach super gemütlich, schön leise, wunderbar. Das hat schon mal Spaß gemacht. Und ja, jetzt habe ich 2 Stunden Aufenthalt und dann kommt der Intercity 2 Doppelstockwagen. Haha, bis gleich. Ach, der Bahnhof ist so gigantisch, das muss ich euch zeigen. Wir sind jetzt noch drin. Wow, das ist ja riesig. Hammer. Da sind die Gleise. Jetzt gehe ich noch mal raus. Oh, geht noch weiter. 1 Etage, 2 Etagen, 3 Etagen. Ich glaube, hier kann man es aushalten. Ach, jetzt gehen wir doch noch mal runter. Mal gucken, was uns dort draußen erwartet. Alleine diese doppelte Eingangshalle ist ja schon beeindruckend. So. Cool. Ein bisschen kahl hier, aber dennoch beeindruckend. Oh, dort ist das wichtigste Schild, der Burger King. Da gehe ich gleich hin. Und hier geht's raus. An einem der vielen Ausgänge. Ja, ich glaube, hier ist gut, wenn man noch weiterfahren möchte. Hier halten überall die Trams. Schaut mal, was da los ist. Ganz schön viel. Gucken wir uns doch einmal um. Ja. Und nochmal zu den Trams. Da sind die Trams. Das Bahnhofsgebäude ist so schön, das muss ich euch zeigen. Da geht's los. Weiter, 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 weiter. Zoom raus. Da geht's weiter. Ganz schön riesig und sehr schön von außen. Ich melde mich zurück. Zuerst gab es Mittagessen bei Burger King und dann noch einen Donut bei Dunkin' Donuts. Also ich glaube, an Kalorien habe ich heute mehr als genug zu mir genommen. Jetzt geht es aber zum Gleis. Wir müssen zu Gleis 18. Da wartet womöglich schon unser Intercity 2. Ich stehe jetzt genau auf der Ebene, wo man aus dem Bahnhof rausgeht. Und 1 Etage höher, da fahren die Züge. Da müssen wir jetzt hin. Ist noch schon ein ganz weiter Weg. Und so riesig ist das hier. Wir müssen auf Gleis 18. Das Praktische ist, überall sind Rolltreppen.
Und hier sind schon die Gleise. Sieht schon toll aus mit diesen ganzen Rundbögen. Sehr beeindruckend. Na, dort hinten steht schon ein Intercity 2. Das ist sogar unserer. Cool. Gleis 18. Es ist der richtige. Ja, Endhaltestelle von unserem Zug ist Norddeich-Mode. Und wir wollen heute erste Klasse fahren und die ist ganz vorne hinter der Lok. Da seht ihr diesen kleinen orangenen Streifen. Da ist der Intercity 2 Doppelstockwagen. Guckt euch mal an, wie riesig das hier ist. Hört gar nicht mehr auf, der Bahnsteig. Voll beeindruckend. Na, ob der schon offen ist? Ja, er ist schon offen. Der Zug ist ganz schön lang. Die Lok kann ich kaum sehen. Aber wir kommen ihr näher. So, erste Klasse gefunden. Scheinbar ein ganzer Waggon. Und hier ist unsere Lok. Mal schauen, welches Modell wir heute haben. Bestimmt erkennen einige von euch sie schon direkt. Aber ich möchte gerne noch mal die Zahl sehen. 146. So sieht es von hier aus. Oh, wir sind wirklich extrem früh dran. Es ist gerade mal 20 nach und um 42 geht es erst los. Aber egal, hinein mit uns. Klick. Ein Teppich. Und hoch mit uns. Haha, es ist noch alles leer. Perfekt. Dann kann ich mich ja hier mal ein bisschen umschauen. Hier ist schon ein Viererplatz. Ach, der ist belegt. Hier viele einzelne Sitze. So sehen die Sitze hier aus. Da haben wir eine Anzeigetafel. Hier geht es weiter. Noch ein kleines Stück. Noch mehr erste Klasse Sitze. Oh, was haben wir denn an Ausstattung? Da sehe ich schon gleich eine Steckdose. Perfekt. Ein kleiner Mülleimer. Ein ausklappbarer Tisch. Was haben wir noch? Eine Sonnenblende. Also hier sitzt man, wie ihr seht, in 2+1. Sieht doch sehr bequem aus. Na dann machen wir doch mal einen Sitzplatzcheck. Ne? Wie viel Beinfreiheit habe ich? Da kommen meine Beine. Und ich habe ganz, ganz viel Platz. Sehr schön. Der Sitz hat dort unten einen kleinen Hebel. Den probieren wir mal aus. Oh, nichts. Nee, das muss ich nochmal versuchen. Okay, zweiter Versuch. Mit Schubsen. Ja, ein bisschen tiefer sitze ich. Oh, kann man aushalten. Ist sehr bequem. Der Zug wirkt hier oben sehr, sehr eng. Ist er aber gar nicht. Man hat genügend Platz. Gefällt mir. Und wie wir gerade schon gesehen haben, hat jeder Sitzplatz eine Steckdose. Es ist jetzt gerade schön leer. Da gehe ich doch noch mal nach unten und gucke mal, wie dort die Sitze sind in der ersten Klasse. Da kommt der erste Klasse Waggon. Och, sieht irgendwie genauso aus. Ja, ist nicht verkehrt. Gefällt mir sehr gut. Hier unten sind noch Anzeigetafeln. Da wollen wir raus, nach Hannover. Und der Zug hat sogar an beiden Seiten Toiletten. Das ist richtig gut. Ich habe nämlich schon mal einen Intercity 2 erlebt. Der hatte wirklich nur oben die erste Klasse und hatte auch nur eine Toilette vorne. Das war ziemlich doof. Aber der hier, wunderbar. Also vorne haben wir eine Toilette und hinten auch. Sehr praktisch und gut. Ich habe jetzt wieder keine Reservierung. Mal gucken, ob man uns diesen schönen Sitzplatz hier wegnimmt.
Wir haben nämlich einen schönen Vierersitzplatz mit einem perfekten Ausblick von oben. Da sehen wir nochmal ein bisschen Leipzig, Hauptbahnhof. Und hier nochmal von der anderen Seite. Haha, wir haben Glück. Ja! Wir fahren perfekt pünktlich los. Genießen wir die Ausfahrt. So viele Gleise hat Leipzig. Da sehen wir nochmal die schönen Rundungen vom Bahnhofsgebäude. Na, der beschleunigt ja sogar richtig flott hier. Ja, die Sicht von hier oben ist natürlich gigantisch. Na, da vorne steht ein ICE 4. Hallo ICE 4. Ach, der steht nicht, der fährt. So, einen wunderschönen guten Tag. Hier im Intercity 2 gibt es keinen Bordbistrowagen, aber nennen wir es mal einen kleinen Shop. Da kann man dann Getränke und Mini-Snacks kaufen. Aber ihr dürft hier im Intercity 2 Alkohol trinken. Ich habe zum Beispiel ein Bier dabei. Und ja, das ist doch schon sehr angenehm. Prosit auf eine schöne Fahrt. Nun schauen wir uns doch mal an, ob es hier WLAN gibt. Wi-Fi on ICE. Okay. Tu was. Aha. Jetzt anmelden. Wow, hier wackelt es aber. Hat mich rausgeworfen. So, jetzt bin ich wieder im Portal. Ich bin noch drin. Ich war doch vor dem ICE. Aber funktioniert. Cool. Ach, Sie haben hier das schöne Portal drin vom ICE. Sehr schön. Da sind die Infos, die ich gerne mag. Die Karte. Die Geschwindigkeit. Schön, ist ja alles da. Etwas bestellen kann man hier allerdings nicht, weil wir ja kein Bordbistro haben. Wir sind jetzt schon außerhalb von Leipzig und da ist es doch mal Zeit für einen Speedtest. Naja, auch ziemlich schwach, aber im Verhältnis zum ICE vorhin ist das dann doch ein riesiger Unterschied. Ich habe hier noch ein paar mehr Infos für euch. Schaut mal. Na, lade. Da ist das Datenblatt von unserem Zug. Es ist ein Bombardier Twindex, wichtig mit 2x. Und hier sehen wir alles, was man sehen kann. Ich verlinke es euch gerne. Höchstgeschwindigkeit ist leider nur 160 km/h und die fahren wir bereits. Da wir ja keinen Bistrowagen haben, ist aber gerade ein netter Herr vorbeigekommen und wollte die Bestellung aufnehmen. Das wusste ich gar nicht, dass es das hier im Intercity 2 gibt, dass die Leute in der ersten Klasse bedient werden. Finde ich super, auch wenn ich gerade keinen Durst habe. Der kleine Bildschirm gefällt mir ganz gut. Man sieht sogar die Flüsse, die hier an uns vorbeifließen oder neben uns herfließen. Wie zum Beispiel die Elbe. Nee, stimmt gar nicht. Das ist noch die Saale. Saale und Bode. Sie werden aber gleich zur Elbe. Also das ist wirklich eine sehr angenehme Fahrt. Wie ihr seht, kann ich hier sogar im Poloshirt sitzen. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt. Und ja, wie ihr seht, ist hinter mir auch nicht so viel los. Wir haben fast das komplette Deck hier für uns alleine. Der Zug ist schön ruhig, sehr herrlich. Wir sind zwar langsam unterwegs, aber wir sind konstant unterwegs. Und gerade wurde die Zugfahrtrichtung geändert. Wir waren nämlich in Magdeburg. Hier seht ihr nochmal die Einzelsitze. Alles leer. Das Ende ist nah. Ich habe das Bordbistro gefunden. Da ist es.
da kommt schon der Bahnhof. Oh, da ist ein ganz alter ICE. Na, hier können wir nicht aussteigen, oder doch? Nee. Und hinaus. Wupp. Da ist er nochmal. Wie ihr seht, bin ich nun gut in Hannover angekommen. Perfekt, pünktlich auf die Minute. Sehr gut gemacht, Deutsche Bahn. Ja, der Intercity 2 ist natürlich, wenn man ihn mit dem ICE vergleicht, wirklich eher ein Regionalexpress. Die Sitze sind zwar bequem, aber halt nicht auf Dauer. Sagt mir doch mal, welchen Zug ihr besser fandet. Mein Favorit ist der ICE T gewesen. Der hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.